Heribert Lange. Ein letzter Kaffee. Kim zwischen Liebe und Mord. Roman. Teil 3. Kapitel 6. Date beim Thai. Schon so viele Monate trafen Olga und ich uns, wann immer wir beide in der Stadt und bei der Arbeit waren, bei Hungs Thai Kitchen. Immer montags um 20 Uhr. Hung öffnete mir persönlich die Tür. Haben schon warten auf dich, Frau schon da sei. Ich dankte ihm und ging zu unserem Tisch, an dem in der Tat Olga mich schon sehnsüchtig zu erwarten schien. Olga sah mich fragend an. Heute Bier oder Wein? Lass es uns heute ruhig angehen. Ich bin immer noch halb im Urlaub. Olga hob die Hand und winkte Hung an den Tisch. Bring uns bitte eine Flasche von dem Rosé, den wir immer so lieben, und schon mal je eine Wantan-Suppe zum Warmwerden. Ja, Frau, ich bring gleich. Und so verschwand er für kurze Zeit, um den Wein zu holen und die Bestellung in die Küche weiterzuleiten. Wir lieben diesen Montag. Das Restaurant ist üblicherweise fast zu voll, aber am Montag nach dem Wochenende ist es stets fast leer. Manchmal glaube ich, dass Hung nur unseretwegen nicht am Montag schließt. Olga und ich blickten uns stumm an, bis die gefüllten Weingläser vor uns standen. Prost, Du! antwortete Olga, über das ganze Gesicht strahlend. Sie hatte etwas Neues gelernt und kam gleich zur Sache. Wie geht es deinem Vater? Olga fragte stets zuerst nach meinem Vater. Warum, war mir bislang unerklärlich geblieben, doch gab ich bereitwillig Antwort. Nicht mehr so gut, er macht sich ernsthafte Sorgen um das Geschäft. Olga sah mich erstaunt an. Ja, das Geschäft läuft nicht mehr so wie früher. Lass mich etwas weiter ausholen. Meine Eltern betreiben ihr Familiencafé seit sehr vielen Jahren, stets als Mittelpunkt der Familien in der Nachbarschaft. Die Veränderung kam schleichend. Erst war es nur ein kleiner Kühlschrank, in dem auch Wasser angeboten wurde. Dann folgte Coca-Cola und andere Softdrinks. Doch trotz aller Veränderungen blieb die junge Generation mehr und mehr aus. Handy und TV veränderten die Gesellschaftsstrukturen. Die Jugend drängte zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Sie trafen sich nicht mehr in Familiencafé, sondern zogen zu Starbucks und Highland Coffee, um sich mit ihresgleichen zu treffen. Familie war out und Clique in. Wo früher das Geld für das Studium der Kinder reichte, wurde es nun aus vollen Händen für weit überteuerten Kaffee ausgegeben, um dazuzugehören. Der Wandel lässt sich nicht aufhalten, und nun kommt mein Vater an den Punkt, sich der Veränderung zu stellen oder einfach aufzugeben. Olga blickte auf ihr nun halbleeres Glas und nickte mir sinnend zu. Ja, das verstehe ich sehr gut. Auch hier haben damals das TV und später Computer und Handy die Gesellschaft verändert. Leider auch hier nicht wirklich zum Guten. Der Zusammenhalt der Familie geht verloren und Kumpels werden niemals echte Freunde, so wie früher, als man wirklich noch durch dick und dünn gehen musste. Ich nickte ihr zustimmend zu und leerte mein Glas, um es nun beiseite zu stellen und der Wantan-Suppe Platz zu machen. Hung füllte bereitwillig unsere Gläser nach und zog sich wieder zurück. Die Suppe dampfte heftig und war demzufolge noch zu heiß, um sie zu genießen. »Wie geht es deinem Vater?« gab ich nun die gleiche Frage an Olga weiter. Leider auch nicht wirklich gut. Mutter glaubt, er bekommt Alzheimer oder Demenz. Glaubt? War er nicht beim Arzt? Natürlich nicht. Wenn mein Vater etwas mehr meidet als der Teufel das Weihwasser, dann ist es die gesamte Pharmaindustrie. Mutter kann da nichts ausrichten, aber sie fürchtet schwere Jahre. Versonnen blickten wir auf unsere Gläser und erhoben sie zu einem Trinkspruch. Auf dass es uns später mal besser ergehen wird. Ja, wir hatten zumindest keine finanziellen Sorgen. Die Collins waren schon immer für ihren Reichtum bekannt. Mir ging es blendend. So wohnte ich nicht nur kostenlos in meiner kleinen, bescheidenen Wohnung, sondern konnte gleich auch die Mieteinnahmen des gesamten Hauses für mich verbuchen.
Nachdem Sunny Deutschland verlassen hatte und wirklich reich eingeheiratet hatte, hatte sie zudem die beiden Häuser, die ihr zur Verfügung standen, in München und Hamburg, mir übereignet. Damit ließ es sich wohl trefflich überleben. Auch Olga ging es gut. Sie hatte es, man würde es kaum glauben wollen, mit ihren 38 Jahren schon zur 3. Witwenschaft gebracht und war nun immer noch kinderlos. Sie hatte genug auf der hohen Kante, um sich nie wieder Sorgen zu machen. Da wollte ich nun einhaken. Wie geht es dir eigentlich? Denkst du über eine weitere Ehe nach? Hey, Casey, nun bist du wohl erst einmal an der Reihe, oder? Wischte sie die Frage einfach vom Tisch und widmete sich ihrer Suppe, womit dieses Thema auch erst einmal beendet war. Ich mochte diese Suppe und genoss sie dementsprechend. Wohlige Wärme breitete sich in meinem Körper aus und verscheuchte nicht nur die Kälte, sondern auch die trüben Gedanken. »Wann kommst du mal mit nach Vietnam?« fragte ich sie unvermittelt. Verdutzt verschluckte sie sich fast an der Suppe. Sollte ich oder müsste ich? Nein, so war es nicht gemeint. Ich glaube, du würdest dieses Land auch lieben und hättest endlich mal die Gelegenheit, meinen Vater persönlich auszufragen. Wobei ich meinen Eltern selbstverständlich wieder alles über dich berichtet habe. Und sie senden dir wie üblich liebe Grüße und den ehrlichen Wunsch, dich einmal begrüßen zu dürfen. Sehen Sie mich eigentlich als Ihre Schwiegertochter oder hast du ihnen schon gebeichtet, dass du schwul bist? Nein, habe ich noch immer nicht. Du weißt, wie konservativ dieses Land immer noch ist, argumentierte ich etwas verlegen. Ich wette, deine Mutter weiß es schon lange und hat es deinem Vater schon vor Monaten mitgeteilt. Damit wäre die Schwiegertochter wohl vom Tisch. Das wäre doch eine brillante Idee, bei deinem Besuch mal so unvermittelt meine Mutter zu fragen, ob ich Männer mag. Da ich dich ja nicht als Frau, sondern nur als sehr guten Freund behandeln würde. Ich soll die Kastanien aus dem Feuer für dich holen? Ich mache ja fast alles für dich, aber diese Kröte musst du alleine schlucken. Und ich bin mir im Übrigen sicher, dass dir weder der Kopf abgerissen, noch deine zukünftige Erbschaft gestrichen wird, die du ja ohnehin nicht nötig hast. Da ich nichts weiter dazu sagte, setzte sie fort. Ganz im Gegenteil. Du solltest deine Eltern etwas entlasten und ihnen ihre Sorgen nehmen. Es wäre doch ein leichtes, sie zu unterstützen. Ich habe es doch längst angeboten. Aber noch sind sie zu stolz, um Hilfe annehmen zu wollen. Und das, obwohl so etwas in Vietnam ohne soziale Absicherung im Alter doch alltägliche Gewohnheit ist. Wir schoben fast gleichzeitig die Schüsseln beiseite. Ente gut, alles gut? Fragte Olga, um auf die Wahl des Hauptgerichtes zu lenken. Ja, Ente ist gut. Für mich bitte mit Wasserspinat. Da schließe ich mich dir heute an. Mit Ente gut, alles gut ließen wir den Abend bei seichteren Gesprächen ausklingen. Kapitel 7 Eddie. Eduard von Dubstein war bester Laune. Hatte er sein zukünftiges Eheglück doch gerade noch einmal retten können. Rechtzeitig fiel ihm das Gespräch von gestern Morgen ein, in dem Emona vom Friseur sprach. Natürlich hatte er auch nicht die geringste Veränderung bemerkt und hätte den Abend wohl bei Wasser und Brot alleine auf dem Sofa verbringen müssen, wenn ihm nicht die Erkenntnis gekommen wäre, ihre neue Frisur ausgiebig zu bewundern. So waren sowohl das Abendessen als auch eine rauschende Nacht gesichert, die viel zu früh vom Wecker unterbrochen worden war. Emona Milosch, was bist du nur für ein wundervolles Geschöpf! In sich hineinlächelnd übersah er fast Olga, die ihn den Morgenkaffee auf den Schreibtisch stellte. Schnell fügte er ihrem Abgang ein Dankeschön, meine Liebe, hinterher, schon wieder an die Küsse der Nacht denkend. Entschlossen gab er sich einen Ruck. Gestern so nahezu ereignislos verstreichen zu lassen, war das eine. Aber nun hatte er einen Fall. Und das schon seit Freitag. Es galt, sich an die Arbeit zu machen, denn die Pflicht rief. Olga, die eifrige Seele,
hatte ja bereits am Montag die Notizen, die er sich im Gespräch mit Anna Wilhelmina gemacht hatte, geordnet und in zusammenhängende Sätze gebracht. Diese lagen nun direkt vor ihm, und er griff nach ihnen. Anna war grundehrlich gewesen, hatte schonungslos ihre Bitte vorgetragen und um diskrete, aber wirkungsvolle Hilfe ersucht. Sie war dieser Ehe mehr als überdrüssig. Nur sein Geld würde sie am Leben erhalten, aber um diesen Preis wolle sie es nicht mehr haben. Sie hatte das große Glück, jemanden kennengelernt zu haben, den sie wirklich lieben konnte. Sie hatte es satt, von ihrem dicken Schwein von Ehemann gedemütigt zu werden, und wenn er mal wieder sehr übellaunig nach Hause kam und nach Zigarrenrauch stank, erst geschlagen und oft auch noch gegen ihren Willen genommen zu werden. Das Schwein hatte sogar einen Namen: Bernhard Bogart, der Boss. Ben der Boss, von allen so genannt, nur nicht von ihr. Sie wollte ihn nicht einfach verlassen, er sollte für all diese Jahre bezahlen. Dafür brauchte sie eine Schuld, die ihn angreifbar machte. Am besten ein Ehebruch. Oder vielleicht gar mehrere? Dies wäre die Lösung, würde ihr eine verdiente Abfindung und die Freiheit einbringen. Eddie sollte also schnüffeln, ob sich dunkle Geheimnisse finden ließen. Genau sein Ding. Das konnte er. Das liebte er. Olga, Sonnenschein! Kannst du mal im Internet nach Bernhard Bogart suchen und mir das bringen, was es dazu gibt? Den Sonnenschein kannst du getrost für deine liebe Emona aufsparen. Klang es durch die geschlossene Tür. Im Übrigen schlafe ich nur nachts. Verdutzt schaute Eddie in die Runde und auch aus dem Fenster, obwohl es dort nichts zu sehen gab. Was meinst du mit nachts? Ach, Eddie. Sagte nun Olga leise durch die geöffnete Tür zu Eddie. Es gibt Papiere mit 2 Seiten. Andere Dokumente sind mehrseitig. Bemühe dich doch einmal, auch alle Seiten zu lesen. Das alles habe ich doch schon beigefügt. Die gemurmelte Entschuldigung verstand nicht einmal er selber, so verworren und leise erfolgte sie. Eddie griff erneut nach den Unterlagen und las nun auch die folgenden Seiten und beachtete mögliche Rückseiten. Nach erster Einschätzung war Ben, ein Mogul in der Pharmaindustrie, weitgehend unbescholten. Er war lediglich durch kleine Kneipenraufereien und eine allerdings beachtliche Anzahl von Strafzetteln wegen Falschparkens, die alle bezahlt waren, aufgefallen. Ab und an gab er sich als Philanthrop aus und spendete medienwirksam Summen an Kindergärten und Krankenhäusern. Sonst schien er ein weitgehend unbeschriebenes Blatt zu sein. Seine Frau wurde nirgends auch nur am Rande erwähnt. Da war Detektivarbeit von der Pike aufgefragt. Die letzte Seite enthielt einen Ausschnitt einer Karte, auf der der Wohnsitz markiert worden war. Den steckte er sich ein und verabschiedete sich von Olga mit den Worten: Wenn nichts weiter los ist, geh auch nach Hause. Ich werde wohl erst am Ende der Woche wieder hier sein. Die Nachrichten kannst du ja auch von zu Hause abrufen und einsehen. Und wenn Not am Mann ist, hier aufschlagen. Er trat auf Olga zu, die in der Zwischenzeit aufgestanden war, nahm sie kurz in den Arm, um sich noch einmal zu entschuldigen. Nachdem er aus der Küche noch Papiere und Schlüssel für den kleinen Lieferwagen geholt hatte, verließ er die Kanzlei. Kapitel 8 – Thorsten Kiemann. Entspannt lehnte sich Thorsten auf seinem Sitz zurück, führte sein Handy ans Ohr und wartete darauf, dass Tobias sich melden würde. Vergeblich. Er legte das Gerät zurück auf den Tisch und griff zur großen Tasse mit der schon lange nicht mehr heißen Schokolade. Auch das Sahnehäubchen war längst in sich zusammengefallen. Gedankenverloren trank er die zu süße Schokolade. Thorsten hatte alles vorbereitet und wartete nur noch auf seinen Boten. Wahrscheinlich war er wieder auf seinem Rad unterwegs und hörte nichts weiter als seine Mucke. Er würde sich melden. Er kannte ihn gut genug, um nicht gleich nervös zu werden oder den Anruf zu wiederholen. Um sich die Zeit zu vertreiben, griff er zu dem Stapel von Zeitungen und Zeitschriften, um die platzierten Werbeanzeigen zu überprüfen.
nicht seine eigentliche Aufgabe. Aber ab und an war auch eine weitere Kontrolle vom Chef nicht von der Hand zu weisen. Das Geschäftsfeld und der Aufgabenbereich hatten sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Thorsten erinnerte sich an seine Anfänge. Mühsame Handzustellung, von Briefkasten zu Briefkasten. Dann tauchten die ersten Schilder mit Werbung verboten, keine Werbung oder nur Aufkleber mit abwehrenden Händen als Zeichen gegen unerwünschte Post auf. Sie hatten bitteres Lehrgeld zahlen müssen. Damals war sein Vater noch Chef, doch er war schon als kleines Kind immer in der Firma. Kindergarten war nicht für ihn. Später als Schüler verbrachte er seine Zeit, wann immer er nichts anderes vorhatte, in der Firma und bekam so nebenbei alles mit, was für die Arbeit wichtig war. So manche Beschwerde musste teuer beglichen werden, aber eines hatte er daraus gelernt: Egal was passiert, der Schwerpunkt muss auf der totalen Zuverlässigkeit seiner Jungs liegen. In den Mülleimer geworfene Bündel von Werbung oder in Briefkästen, die keine Werbung zuließen, konnte man sich nicht leisten. Zum einen wegen seines Rufes, zum anderen wegen der zusätzlichen Kosten. Vor 2 Jahren hatte er dann diese Firma übernommen und sein Vater zog sich zurück. Natürlich war er bereit, jederzeit zu helfen oder in der Urlaubszeit für Thorsten wieder einzuspringen. Dann setzte Thorsten mehr und mehr auf die Werbung mit Zeitschriften und Zeitungen. Kein einfaches Geschäftsfeld, da sehr viele Druckmedien dieses Geschäft durch eigene Werbeabteilungen mit übernahmen. Nur für die Schaltung spezieller Anzeigen wie Todesanzeigen oder Frau sucht Mann, die von unbeholfenen Mitmenschen in Auftrag gegeben wurden, ließ es sich auf Dauer nicht wirklich gut leben. Also musste das Internet als Standbein etabliert werden. Und nun ging es auch viel weiter. Erstellung von Homepages und anderem Kram gehörten plötzlich dazu. Nun kam der Wandel durch den Einsatz der KI, ein weiteres Feld, in dem man sich durchbeißen musste. Er schrak auf, als seine tiefsinnigen Gedanken durch das Klingeln des Handys unterbrochen wurden. Schäfer, was gibt es, dass du selber anrufst? Danke, Tobi, dass du gleich zurückgerufen hast. Bist du zufälligerweise in der Nähe? Wir müssten persönlich miteinander reden. Ich habe eine heikle Aufgabe für dich. Gibt natürlich wieder ordentlich was drauf für den Job. Nein, scheiße. Ich bin auf der anderen Seite der Stadt. Dein zweites Wort habe ich jetzt nicht verstehen können, aber du brauchst es nicht zu wiederholen. Kein Ding, würdest du wohl sagen. Morgen früh reicht völlig aus, wenn du dir dann den Mittwoch über für mich frei halten kannst. Klar, Chef. Vor dem Aufstehen oder reicht es, wenn ich um 10 bei dir bin? Mach es um 9:30 Uhr, Alter. Thorsten konnte es sich selten verkneifen, in den Sprachjargon der Jugend mit einzusteigen. Ich bin da. Damit wurde das Gespräch beendet.